Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, heute möchte ich euch meine 3 Parfum-Cologne-Favoriten der Nischenmarke Roger Parfums vorstellen. Und wir starten direkt mit dem ersten Kandidaten Danger. Ja, die Flakons der Parfum-Cologne-Reihe, die sehen alle gleich aus. Also zumindest haben sie das gleiche Design. Ja, das ist alles handgemacht. Ich finde, das merkt man auch, eine wirklich hochwertige Qualität. Ja, schicker Farbverlauf. Sieht einfach toll aus. Der Deckel ist auch schwer und massiv. Hier oben haben wir die Unterschrift von Roger Dove. Also mir gefällt das Design wirklich sehr. Ja, bevor ich mit der Duftbeschreibung loslege, möchte ich noch mal ganz kurz etwas sagen. Und zwar sprühe ich mir die Parfums immer noch mal vor den Videos auf. Ich weiß natürlich, wie die riechen, aber ich möchte einfach noch mal einen ganz aktuellen Eindruck von dem jeweiligen Parfum bekommen. Und es ist grundsätzlich auch so, dass ich mich dann noch mal so ein bisschen über das jeweilige Parfum belese. Ich gehe immer auf die Herstellerseite, in dem Fall natürlich Roger Parfums. Und ich lese auch noch mal so ein bisschen in den Foren. Ja, und dann bin ich über die eine oder andere Bewertung und über den einen oder anderen Kommentar gestolpert. Ja, und ich bin da jetzt einfach mal so ehrlich und direkt. Also das, was ich da zum Teil gelesen habe, das geht in meinen Augen absolut gar nicht. Also ich werfe jetzt einfach mal so die Statements rein, die ich gelesen habe. Danger riecht monoton, hat keinen Duftverlauf, riecht wie ein 10 € Drogerieduft, riecht billig und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich, Leute, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber dann habt ihr vom Parfums einfach keine Ahnung. Ihr habt dann absolut keinen Plan vom Parfums. Also natürlich ist es ein subjektives Thema und man kann auch sagen, mir gefällt die DNA nicht. Von mir aus kann man auch sagen, es riecht irgendwie muffig, wie auch immer. Aber man kann dem Parfum mit Sicherheit nicht die Qualität absprechen. Und man kann auch nicht sagen, dass es billig riecht, keinen Duftverlauf hat, wie auch immer. Das stimmt einfach nicht. Das spiegelt eben nicht die Realität wider. Und ja, sorry, wie gesagt, dann habt ihr einfach keinen Plan. Das ist auch eben nur meine Meinung. Ihr könnt mich dafür auch haten. Ist mir letztlich auch egal. Ja, geht in meinen Augen gar nicht. So, nun aber zu dem für mich wundervollen Parfum Danger. Ja, ich blende euch mal die Duftnoten ein. Danger ist für mich so ein orientalisch angehauchter Barbershop-Duft. Ja, die Kopfnote ist für einen kurzen Moment tatsächlich frisch und zitrisch, aber eigentlich bekommen wir schon da die sehr, sehr präsente Lavendelnote. Ihr müsst Lavendel mögen. Das ist wirklich die Grundvoraussetzung, um Danger eben zu mögen, weil Lavendel hier vom Anfang bis zum Ende wirklich eine sehr präsente Note ist. Durch den Lavendel ist es also wirklich sehr aromatisch. Im Herzen bekommen wir noch einen floralen Einschlag. Da wird mit verschiedenen floralen Noten gearbeitet. Das riecht man für mein Empfinden auch ganz klar heraus. So, in der Basis haben wir dann noch Kreuzkümmel und Nelke. Und ich finde, dass man diese beiden Duftnoten tatsächlich auch recht klar herausriecht. Also ihr müsst tendenziell eben Kreuzkümmel und Nelke mögen. Sind ja schon recht spezielle Duftnoten. Und im Dry Down wird das Parfum dann tatsächlich auch immer süßer, aber nie zu süß. Aber für mich kommt die Süße eben von der Vanille- und Tonkabohne. Ja, und der Moschus und Ambergris rundet das tolle Parfum dann wirklich nochmal so weich und qualitativ hochwertig ab. Für mich ist Danger so zweierlei. Auf der einen Seite haben wir so einen Oldschool-Vibe, also es riecht tatsächlich so klassisch. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine sehr moderne Umsetzung und das macht diese Duftkomposition eben wirklich komplex und vor allem auch wirklich interessant und eben nicht monoton und ohne Duftverlauf. Ja, aber natürlich muss man diese Art von Duft-DNA mögen. Das mag eben nicht jeder, vor allem muss man eben Lavendel mögen. Die Haltbarkeit an mir ist wirklich gut. Ich komme auf 9 bis 10 Stunden. Nach 4 bis 5 Stunden ist die Sillage zwar nicht mehr so intensiv, aber man nimmt das Parfum trotzdem immer wieder wahr. Und ich finde, dass Danger so ein ideales Parfum für die Arbeit ist, zu Geschäftsterminen oder auch für so einen Restaurantbesuch, wenn man mal lecker essen geht. Und tatsächlich finde ich es auch für ein Date geeignet. Ja, da ich die DNA irgendwie so interessant und auch so leicht mystisch finde, passt es eben auch für ein Date. So, dann kommen wir einmal zu Enigma. Ich zeige euch auch noch mal kurz den Flakon. Ja, wie gesagt, alles handmade, tolle Qualität, tolles Design.
Ja, ich blende euch mal die Duftnoten ein. Enigma wird ja so als Cola Cherry Parfum betitelt und ich finde, das passt auch wirklich. Also wir haben zwar eine Kopfnote aus Bergamotte und im Herzen auch einige florale Noten, aber das Parfum blüht auf und zeigt seine Qualität wirklich in der Basis. Denn da haben wir eine richtig schöne alkoholische Note, eben eine Cognac-Note. Dann bekommen wir auch so einen schönen würzigen Tabak. Der Dry Down wird dann durch Ambergris und durch Vanille dann auch immer so ein bisschen süßer, aber auch hier nie zu süß. Und dem ganzen Duftverlauf über schwingt eben so eine wirklich leicht sprudelige Note mit, die ich übrigens auch in anderen Roger Parfums wahrnehme. Also es gibt so einige Parfums, unter anderem eben Danger oder auch Elysium, die mit so einer wirklich, ja, tollen, leicht sprudeligen Note arbeiten. Auch da ist die Haltbarkeit super an mir. Ich komme auch hier auf 9 bis 10 Stunden. Also ich kann mich wirklich bei Danger und bei Enigma über die Haltbarkeit nicht beschweren. Ich bin da wirklich zufrieden. Für mich ist Enigma das perfekte Parfum, um abends auszugehen. Also ob ihr nun in einer Cocktailbar sitzt oder irgendwie so Outdoor am Lagerfeuer seid, also da sehe ich Enigma einfach. Da passt es wie die Faust aufs Auge, eben auch so durch diese alkoholische Cognac-Note. Aber ihr könnt Enigma auch zu allen anderen Anlässen tragen. Also es ist einfach ein so tolles Parfum und es kommt auch entsprechend gut im Umfeld an. So, dann kommen wir jetzt mal zu Elysium. Das Parfum habe ich übrigens auch schon öfter vorgestellt, unter anderem in dem Sommer Top 10 Video. Das blende ich euch hier oben rechts ein. Deswegen werde ich auch nicht so ausführlich auf das Parfum eingehen, aber ich zeige euch natürlich auch gerne den Flakon. Ja, Roger-like, halt tolles Design, hohe Qualität, alles handmade. Ich wiederhole mich zwar, aber ich finde, es kann man auch öfter eben betonen. Ja, schicker blauer Farbverlauf, also auch hier ein richtig toller Flakon. Ich blende euch mal die Duftnoten ein. Ja, Elysium ist für mich einfach einer der tollsten Sommerparfums überhaupt und vor allem ein qualitativ hochwertiges Sommerparfum. Es riecht eben nicht nur irgendwie zitrisch, sondern ist weit komplexer. Die Kopfnote sehr erfrischend durch die Grapefruit. Wir bekommen aber dann durch Thymian auch schon eine tolle Aromatik. Dann bekommen wir aber eben auch durch die Johannisbeere und durch den Apfel eine richtig tolle Fruchtnote hinzu. Wacholderbeere sorgt dann eben wieder für so eine Aromatik. Maiglöckchen gibt den Ganzen nochmal so einen floralen Einschlag. Ja, und im Drydown wird zum Beispiel Leder und Vanille angegeben. Wow, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ja, mit unterschwingen vielleicht die Noten so ganz, ganz leicht mit. Es ist für mich aber primär ein sehr frisches, fruchtiges und auch holzig aromatisches Parfum. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Sommerparfum. Ja, die Haltbarkeit, das ist bei Elysium immer so eine Sache. Tatsächlich gibt es da so einige Batch-Unterschiede, aber man muss auch insgesamt sagen, dass das Parfum keine so gute Performance hat. Ich komme zwar auf solide 6 bis 7 Stunden, aber es ist dann auch relativ schnell hautnah und nicht mehr so präsent. Und viele andere haben da auch eine deutlich schlechtere Haltbarkeit. Also das muss man eben wissen. Trotzdem ist es für mich einer der tollsten und ja komplexesten Sommerparfums, die es gibt und für mich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Ja, es lässt sich auch nahezu überall in jeder Situation tragen. Also ja, im Sommer, Frühling sowieso, aber man kann es auch bei kühleren Temperaturen tragen. Es ist für die Arbeit geeignet, zum Sport, zum Ausgehen. Also ein wirklich tolles Parfum, was sich eigentlich für jede Situation bestens eignet. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. Ein bisschen Kritik habe ich ja heute zu einigen Statements geäußert. Das liegt eben daran, dass ich finde, dass Roger eine ganz wundervolle Marke ist. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Und du kannst ja gerne mal kommentieren, wie du die Parfums findest. Dann bis demnächst, bleibt gesund.